angekommen in Maribor oder auch Marburg an der Drau, denn so heißt der Fluss. Wir haben direkt hier unten am Fluss geparkt und schauen uns jetzt diese wunderschöne Stadt an. Sie ist gar nicht so groß und hat aber 112.000 Einwohner und das schauen wir uns jetzt an. Da hinter mir ist der Wasserturm von Maribor. Der wurde im 16. Jahrhundert zur Verteidigung gebaut und diente damals auch als Wasserbastei. Hast du gewusst, dass in Maribor die älteste Weinrebe der Welt steht? Die ist über 450 Jahre alt. Jetzt sind wir hier im Stadtteil Lent und schlendern hier durch zum Hauptplatz. Wir sind jetzt auf dem Hauptplatz und hinter mir siehst du ein Wahrzeichen der Stadt, genauer gesagt die Pestsäule. Die wurde 1743 in Erinnerung an das Ende der Pestepidemie erbaut. Das hinter mir ist das Rathaus. Wir haben uns jetzt einmal um 90 Grad gedreht und das Rathaus wurde in der Renaissancezeit, sprich im 16. Jahrhundert erbaut. Und jetzt sehe ich gleich, da hinten ist eine Eisdiele. Ich hole mir jetzt ein Eis. Für dich. Jetzt stehen wir, oder hinter mir ist das Schloss von Maribor. Das wurde im 15. Jahrhundert erbaut und diente damals als Verteidigung und heute ist es noch ein Regionalmuseum. Wir sind Patricia und Simon. Zusammen mit unserem Hund Ari bereisen wir seit mehr als 2 Jahren in unserem selbst ausgebauten Van Europa. Mehr als 23 Länder haben wir bereits bereist. Wir sind angekommen im Regen. Nee, so schlimm ist es nicht. Irgendwo zwischen oder in der Nähe von Ljubljana ist unser erster Stellplatz. Denn morgen wollen wir ins Gebirge und ein bisschen wandern. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Heute ist ein ereignisreicher Tag. Wir haben ein großes Programm vor. Wir wollen zu einem wunderschönen See fahren, eine Stadt besichtigen. Nach Bled und danach noch in Klamm. Genau, da sind wir mega gespannt drauf. Da braucht man sogar eine Reservierung. Also das Wetter spielt mit. Wir sind schon bereit und jetzt fahren wir los. Unser erster Halt ist Bled, die Stadt Bled und auch der Bleder See und den gehen wir jetzt anschauen.
Wir sind jetzt hier am Blädersee. Der ist 2,1 Kilometer lang und hat eine Tiefe von 30 Metern. Man kann ihn auch umrunden, das sind dann 6 Kilometer. Das machen wir heute nicht, aber wir schauen ihn uns an. Denn wenn die Sonne so reinscheint, spiegelt sich das Wasser kristallblau, wunderschön. Und in der Mitte des Sees ist eine Insel und dort steht eine Wallfahrtskirche, genauer gesagt die Maria Himmelfahrt. Die wurde im 17. Jahrhundert im Barockstil erbaut und hat 99 Treppen. Es gibt so eine Legende, die besagt, wenn man hier in Slowenien heiratet, dann fährt man zu der Insel und der Bräutigam muss die Braut diese 99 Stufen hochtragen und das bringt dann Glück. Wir haben es jetzt gesehen hier am Blädersee und fahren jetzt weiter zu einer Klamm. Wieder zurück beim Van und es war doch noch anstrengender als gedacht. Es war doch wärmer als gedacht. Ja gut, das Auto steht in der Sonne, 39 Grad. Aber es sind sicher etwa 24, 25 Grad. Wunderschön und also der See ist wunderschön. Und jetzt fahren wir zu der Windgar-Klamm und holen uns da eine Erfrischung. Jetzt sind wir auf dem Weg in die Windgar-Klamm, haben hier unten geparkt, unser Wohnmobil, und das geht jetzt mit dem Shuttle hoch. Normalerweise braucht ein Hund einen Maulkorb, aber zum Schutz von Ari haben wir ihn jetzt nicht angezogen, weil es doch relativ warm ist draußen und es hat auch nicht so viele Menschen drin. Und vorhin sind irgendwie 6 Hunde ohne Maulkorb ausgestiegen. Also ja, jetzt fahren wir hoch, 10 Minuten etwa. Wir hatten ursprünglich die Idee, hochzufahren. Auch wenn du die Idee hast, mach's nicht, weil oben dürfen keine Wohnmobile parken. Aber hier unten gibt es genügend Platz. Gut, wir haben jetzt das alles bezahlt. Wir haben ein Online-Ticket genommen, weil wir nicht sicher waren, wie die Auslastung ist. Und man könnte auch ohne Online-Ticket rein. Zu bemerken ist, dass der Hund für 3 € auch ein Online-Ticket braucht und man braucht einen Helm, also man bekommt den. Ich bin gespannt, wo man den braucht. Esel, ist noch weit? Ja. Ja, also wir sind auf dem Rückweg. Unten fließt der Fluss und wir laufen oben zurück. Der gleiche Weg, den man gegangen ist, darf man nicht mehr zurückgehen. Und dieser Weg führt jetzt durch den Wald, auch wunderschön. Soll etwa eine Stunde zurück sein. Und im Klamm unten waren wir jetzt, ich glaube, so 40 Minuten. Und es war mega schön. Ich habe es wirklich mega schön gefunden und kann einen Besuch definitiv empfehlen. In der Schweiz gibt es so ein Stichwort, was man macht, was die Kinder machen, wenn sie wandern. Und zwar geht das so: ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm und vorwärts, rückwärts, seitwärts, go.
Und so geht das. Und so ist das Wandern viel einfacher. Wir sind auf dem Camping Spik gelandet. Das ist eine halbe Stunde von dem Windgag-Klamm. Ist ein AXI-Stellplatz, Campingplatz. So als kleiner Tipp, eine AXI-Karte lohnt sich hier in Slowenien. Wir haben jetzt im Vergleich zum Normaltarif haben wir 19 € weniger gezahlt. Und für die AXI-Karte haben wir 18 € bezahlt. Also haben wir die schon drin, so als kleiner Tipp. Der Campingplatz ist ganz süß, hat alles, was man braucht und ist 20 Minuten zum Wasserfall, den wir morgen erwandern wollen. Ein neuer Tag, eine neue Wanderung. Heute wandern wir zu einem Wasserfall, genauer gesagt zum Slap Peričnik. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. 9 Kilometer haben wir vor uns und ich würde sagen, Schuhe anziehen und los geht's. Man muss hier bei Moistrana beim ersten Parkplatz parken, weil nachher ist die Straße für Motorräder und Wohnmobile verboten. Kostet 10 € am Tag. Kann man mit Kreditkarte hinten bezahlen. Funktioniert alles tipptopp. Und jetzt gehen wir los. Irgendwie scheint der Weg kaputt zu sein und wir müssen jetzt ein bisschen klettern. I'm trying to keep it. All these memories bittersweet. Yeah. Gotta move, can't stay here no more. No, you guys don't get the gun out my soul, nigga. Speak and keep making these rainbows. Stay overhead. Don't wanna keep this going. Can't fix what's on. Wieder zurück im Wohnmobil. Das war eine wunderschöne Wanderung mit einem sehr eindrücklichen Wasserfall. Und jetzt haben wir uns eine Passstraße für heute vorgenommen. Wollen mal schauen, wie sich dieses Panorama hier entwickelt. Es ist wirklich ein Traumland hier, Slowenien. Ein wunderschöner Pass. Wir sind bei Kurve Nummer, was war da? 47? 48. Denn die Kurven sind beschriftet mit Zahlen und das zeigt dir an, wie viele Kurven du schon gefahren hast. Wir waren jetzt auf 1500 Meter und gestartet auf 600 Meter. Das heißt etwa 900 Höhenmeter.
und ziemlich viele Kurven, aber wunderschön. Auf dem Weg zum Campingplatz machen wir noch Halt bei den Soka-Trögen. Das sind sogenannte Tröge, ausgewaschene Felsen im Fluss Soka. Und der Fluss Soka hat türkisblaues Wasser und ist wunderschön. Das Ganze, auch der Pass, befindet sich übrigens im Triglav Nationalpark. Und zur Wanderung heute Morgen. Ich habe die verlinkt in Komoot. Dort heißen wir auch Pet and Sim. Und die soll öffentlich sein, falls du auch diese Wanderung machen möchtest. Es sollte funktionieren. Hier kannst du übrigens auch super wandern. Es gibt diverse Pfade, die du machen kannst, je nach Länge. Ich habe da auch was rausgesucht auf Komoot. Ich probiere das auch mal freizugeben. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Und echt wunderschön. Unbedingt festes Schuhwerk anziehen. Es ist wunderschön. Relativ klein so. Ja. Aber das Wasser super ist schönes blaues wunderschön. Wasser, ja genau. Wir sind angekommen auf einem mega süßen Campingplatz. Camp, irgendwie heißt er. Und grillen heute Cevapcici, weil es das hier nämlich wieder gibt. Guten Morgen, wir müssen das schöne Wetterfenster echt ausnutzen, Ja. Darum wandern wir schon wieder. Zu einem Wasserfall, zum, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der ist gerade bei dem Campingplatz, beim Camp Corin. Ich schaue nachher gleich nach, wie er heißt. Ursprünglich wollten wir noch 20 Minuten fahren und dann einen anderen Wasserfall anschauen, der Boka-Wasserfall. Der soll nämlich spektakulär sein, aber es steht halt, dass alpines Gelände dort ist und mit Hund nicht zu machen. Aber falls du keinen Hund hast und Bock auf diesen Boka-Wasserfall hast, dann schau ihn dir unbedingt an. Also wir mussten jetzt 5 € Eintritt pro Person für den Wasserfall bezahlen. Das ist so ein Häuschen, geht mit Kreditkarte oder bar. Und jetzt sind wir natürlich super gespannt, was uns da hinten erwarten wird. Wir sind angekommen am neuen Stellplatz. Ist ein kostenloser der Gemeinde aus. Ich verlinke den auf jeden Fall. Und wir haben das Gebirge und den Nationalpark verlassen. Wir waren jetzt 2 ganze Tage dort und es war wunderschön. Man könnte durchaus Wochen dort verbringen. Es gibt unzählige Wandermöglichkeiten. Also wenn du da bist und schönes Wetter ist, dann bleib unbedingt. Wir haben jetzt so ein bisschen die Herausforderung, dass es die nächsten Tage, vor allem auch morgen, ziemlich regnen soll und darum haben wir uns entschieden, das Gebirge zu verlassen und weiterzufahren nach Ljubljana und morgen werden wir dann Ljubljana erreichen.
Die nächste Station auf unserer Reise ist Ljubljana, Laibach zu Deutsch. Und das gehen wir jetzt anschauen. Geparkt haben wir irgendwo bei der Universität auf einem Superstellplatz oder Parkplatz für 6 € und spazieren jetzt in die Stadt. Der erste Halt ist der Preserenplatz. Siehst du auch am Merkmal hinter mir. Es ist ziemlich laut hier, es hat ziemlich viele Menschen und dieser Platz diente oder auch dient dazu, dass sich hier die Einheimischen treffen. Früher im 17. Jahrhundert war es noch ein Marktplatz und jetzt treffen sich hier die Einheimischen. Direkt gegenüber dem Presenplatz sind die 3 Brücken. Die sind 1846 gebaut worden und verbinden den Presenplatz mit dem historischen Stadtteil von Ljubljana und somit sind die Brücken ein Wahrzeichen der Stadt. Weiter geht's durch Ljubljana. Hinter mir ist der Dom St. Nikolaus. Der hat seinen Ursprung 1303 und wurde dann im 17. und 18. Jahrhundert weitergebaut. Das liegt auch daran, dass er jetzt so im Barockstil ist und er dient als Sitz des Erzbischofes von Ljubljana. Keine 50 Meter weiter sind wir mitten im Getümmel und zwar im Zentralmarkt. Der ist 1940 entstanden und besteht bis heute, verkauft Obst und Gemüse. Auf der ljubljanischen Flagge oder dem Wappen ist ein Drache und ein Schloss zu sehen. Das Schloss ist dort hinten, dort drauf laufen wir jetzt nicht, aber hinter mir ist die Drachenbrücke. Die hat 4 Drachen, die wurde 1901 gebaut. Und eben diese 4 Drachen sind die Wahrzeichen der Stadt. Und das war's mit Slowenien. Wir waren jetzt 5-6 Tage in Slowenien unterwegs und es hat uns super gefallen. Man kann so tolle Wanderungen machen und so tolle Sachen ansehen. Leider spielt das Wetter ab morgen nicht mehr mit, darum verlassen wir jetzt Slowenien und fahren weiter. Leider ja, du kannst unsere Arbeit unterstützen, indem du unserem Video einen Like gibst, Daumen nach oben, unseren Kanal abonnierst. Wenn du eine Frage hast, stell es unten in die Kommentare oder auch sonst. Lass ganz viel Liebe da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.